Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein paar Ideen rund um das Victorinox Venture, also ganz überwiegend für die Pro-Kollektion. Ein paar Ideen gibt es auch für die Basisvariante. Nicht alle Ideen funktionieren zur gleichen Zeit, dennoch ergänzen sich manche Ideen. Nicht alle Ideen sind für jeden praktikabel oder sinnvoll, aber man muss sich auch mal was trauen und vielleicht kann man auch darauf aufbauen. Manche Ideen sind neu, manche bereits von anderen Messern bekannt. Ja, ich würde sagen, los geht's. Eine Idee betrifft das Tragesystem. Ursprünglich hätte ich mir beim Betrachten des Tragesystems gewünscht, dass Victorinox hier seitlich ein Lineal angebracht hätte. Vielleicht auf einer Seite Zentimeter, auf der anderen Seite Inch. Das ist hier zwar nicht 100% gerade, aber ich denke, das wäre schon gegangen. Wäre schön gewesen, vielleicht rüstet Victorinox hier ja noch nach. Dann kam mir der Gedanke, dass man diese ganzen verschiedenen Formen, wir haben hier Kreise, wir haben hier Linien, dann so längliche Ovale, Halbkreise, dass man diese verschiedenen Formen gut als Lochschablone zum Übertragen von regelmäßigen Bohrabständen auf das zu bearbeitende Holz nehmen könnte. Ich habe hier mal das so grob aufgezeichnet, also man kann damit auf jeden Fall was anfangen. Das sind hier ein bisschen mehr als 24 cm Länge und 5,3 cm Breite. Wir haben Lochabstände und wenn man sich dann an immer die gleichen Lochabstände hält, dann kann man wirklich sehr gleichmäßig und regelmäßig arbeiten. Und man hat ja auch den Stift an Bord, das heißt, man kann es direkt einzeichnen. Sonst braucht man eigentlich keine Hilfsmittel, vielleicht noch einen Nagel, das zeige ich euch gleich noch. Ja, und nach dem Einzeichnen kann man dann mit der Sechskantaufnahme vom Venture mit dem gewünschten Werkzeug, da gibt es ja wirklich viel, also diese Self-Cut Flachbohrer, solche Sets kosten gerade mal ungefähr so um die 20 €, da sind diese einzelnen kleinen Bohrer aber nicht dabei. Oder eben ganz normale kleine Holzbohrer, die gibt es auch mit Sechskantaufnahme. Oder vielleicht auch einfach nur Schraubbits oder ganz normale Bits. Das würde alles funktionieren. Diese Werkzeuge würden zur Verfügung stehen, da gibt es noch etliche andere Werkzeuge. Ja, und es gibt vielleicht einen Nachteil. Es ist natürlich leichter, wenn man hier schon bearbeitetes Holz hat, dann könnte man sich hier beispielsweise einen Nagel nehmen und den Stift und dann könnte man hier sogar vielleicht irgendwelche Kreise ziehen, also zum Beispiel, oder eben direkt Bohrabstände einzeichnen, dass man hier sich was markiert und dann da vorne. Und man kann immer so gleichmäßig weiterarbeiten. Das würde gehen. Ist natürlich auf so einem flachen Stück Holz relativ einfach. Wenn es dann ein Baumstamm oder ähnliches wäre oder vielleicht ein Ast, ein dickerer, dann kann man eigentlich bloß noch längliche Abstände einzeichnen. Das ist vielleicht ein Nachteil. Aber ich denke mal, insgesamt könnte man diese Idee durchaus anwenden. Eine weitere Idee kam mir beim Betrachten der Schraubenlöcher für diese Tech-Log-Aufnahme. Das ist alles gut gemacht, sauber angepasst und kann man so eigentlich nichts sagen. Aber jetzt ist es so, dass man hier schon eine Gürtelaufnahme hat. Das heißt, man bräuchte diesen Tech-Log gar nicht unbedingt. Hier kann man alternativ zum Tech-Log eine kleine Abdeckung anbringen und darunter Kleinkram verstauen, den man vielleicht mal bei Bedarf benötigen könnte. Also beispielsweise so in Anführungszeichen eine Art Mini-Survival-Kit. Hier sind jetzt Klebstoff, Büroklammern, Sicherheitsnadeln. Hier ist ein kleines Angelset mit drin und eine ganz normale Nähnadel, auch ein bisschen Faden, 2 Magnete, bisschen Watte bzw. Zunder und ja, hier nochmal O-Ringe. Hier sind auch nochmal 2 O-Ringe an den Schrauben, die kann man vielleicht auch mal für irgendwas brauchen. Ja, das kann man sich natürlich zusammenstellen, wie man möchte, und diese Abdeckung ist auch wirklich schnell gebastelt. Das ist nichts anderes als hier dieser Deckel einer Chipsdose. Ich habe einfach den Rand entfernt und hier von den Seiten so ein bisschen was. Und dann habe ich mir das Ganze zurechtgeschnitten und zurechtgebogen. Das war es im Wesentlichen. 2 Löcher noch und dann diese 2 Schrauben, die ihr gesehen habt. Und eben noch diese 2 O-Ringe. Ja, vielleicht ist das ja eine Idee für so manchen. Also ist nichts Besonderes, aber wirklich eine einfache Modifikation und die stört auch nicht und vielleicht kann das bei Bedarf wirklich mal hilfreich sein. Wie zu sehen war, habe ich die Schrauben dieser improvisierten Abdeckung mit dem Quattro-Schraubendreher einer Victorinox Swisscard gelöst. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Idee.
Die Swisscard passt ziemlich genau unter das Pro-Kit und ergänzt das Venture nochmal um weitere praktische Tools. Wie schon erwähnt, hier der Vierfachschraubendreher. Der ist auch gut zugänglich, man muss das Pro-Kit nur öffnen. Und jetzt nehmen wir doch mal die ganze Swisscard raus. Wir hätten eine Schere, das kann immer sehr praktisch sein. Dann eine kleine Nadel, auch das ist nicht schlecht. Dann hier eine Pinzette und die habe ich in diesem Fall angespitzt. Das heißt, wir haben hier eine normale Pinzette und eine Spitzpinzette. Das ist dann gar nicht so schlecht. Wir haben hier nämlich auch eine Lupe und dann kann man das zum Zecken oder Spreißel entfernen verwenden. Und die Lupe könnte man auch noch als Brennglas verwenden. Der Kugelschreiber wäre hier jetzt doppelt, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das ist die eine Sache. Es geht aber noch weiter. Muss ich mal kurz Platz machen. Es gibt hier ein 7,5 cm Lineal. Auf der anderen Seite wären das 3 Inch. Die Glättfläche ist übrigens dafür da, dass ich diese Victorinox Swisscard mal temporär irgendwo an einer anderen Glättfläche befestigen kann. Ja, für einen schnellen Zugriff ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Weiter im Text. Man kann mit einer Swisscard auch improvisiert ziemlich leicht einen Winkel eintragen. Die hat hier eine Breite von 54 mm, also 5,4 cm. Hier werden etwa 3 mm verschenkt, bis diese Skala losgeht. Das heißt, ich gehe hier auf 5,1 und ich zeichne hier die Breite ein, gehe hier so ein bisschen hoch, verbinde die Ecken und dann kann ich hier auf 5,1 gehen, einen Punkt machen, die Linie komplett runterziehen. Dann hätte ich einen 45 Grad Winkel konstruiert und der 90 Grad Winkel ist sowieso schon da. Das wiederum kann mir dann bei dieser anfangs gezeigten improvisierten Lochschablone helfen. Da könnte ich dann relativ genau Winkel einzeichnen. Ich kann dann auch Winkelteilungen machen. Also vielleicht ist sowas hilfreich. Ja, habe ich mir zumindest mal so überlegt. Das muss letztendlich dann jeder selber wissen, ob er es macht. Auf jeden Fall passt die Swisscard wirklich gut unter dieses Pro-Kit und ja, gibt es eigentlich so nichts gegen einzuwenden. Das kann man so tragen, hält auch ziemlich sicher und lässt sich ohne Probleme schließen. Verlieren kann man es auch nicht. Also kann man sich auf jeden Fall überlegen, ob man das so macht. Dann geht es nochmal kurz ums Pro-Kit, besser gesagt um diese kleine Tasche, in der die Schleifstäbe aufbewahrt werden. Wenn man jetzt beispielsweise weiß, dass man das Schleifset so nicht benötigt, vielleicht weil man nur kurze Zeit im Wald ist, dann könnte man darin natürlich auch andere Gegenstände platzieren. So ein Bitset passt ganz gut rein, also so ein Viertel Zoll Bitset. Oder hier die Knipex Cobra, passt hier auch ganz gut rein, kommt man auch gut zu. Oder kleine Multitools, zum Beispiel hier das Leatherman Squirt PS4. Das passt hier sogar mit einer kleinen Taschenlampe noch dazu rein, ohne Probleme. Also ja, Victorinox 58 mm Modell brauche ich eigentlich zeigen, also das passt hier ganz locker rein. Das ist hier das Mini-Champ. Ja, hier könnte man beispielsweise noch einen Bleistift unterkriegen. Also ich denke, da kann man seiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Also hier sind fast keine Grenzen gesetzt. Alles, was klein ist und hier reingeht, kann man auf jeden Fall hier reintun. Dann ist mir noch in Bezug auf das Schleifsystem was aufgefallen. Das ist hier eigentlich wirklich klug gelöst. Man hat hier etwa einen Winkel von 2x16 Grad, also 32, 32,5 Grad. Und wenn man das Messer hier wirklich kerzengerade hält und so runterzieht, hält man den Winkel auch so halbwegs ein beim Schleifen. Ja, mir ist aufgefallen, dass hier der Victorinox Dual Sharpener relativ gut in dieses Schleifsystem reinpasst. Man hätte leider dann keinen Winkel von 16 Grad, das wären hier in etwa 20 Grad. Aber wie gesagt, das ist auch nur so eine Info nebenbei. Ob man das jetzt wirklich so praktiziert, ist wohl eher fraglich. Aber gut, wollte ich euch mal zeigen. Jetzt zeige ich euch kurz einen Ausschnitt aus meinem letzten Victorinox Venture Video. Wir haben, wie schon gehört, ein leichtes Rattern. Das ist die Klingenspitze, die schlägt hier innen im vorderen Bereich in der Messerscheide an. Also ich kann damit ganz gut leben, aber ja, man sollte es zumindest mal wissen. Das Messer hat deutlich hörbar in der Messerscheide geklappert. Das hat zu großen Diskussionen innerhalb der Szene geführt. Mich hat es von Anfang an nicht so sehr gestört. Ja, das Geklapper in den Videos ist einfach keine reale Tragesituation, das muss man einfach so sagen. Dennoch hat sich Felix Imner diesem Problem angenommen und
hat gezeigt, wie man die Passform etwas verbessern und somit das Klappern minimieren kann. Sein Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Letztlich habe ich das dann auch so ähnlich gemacht. Ich habe Wasser im Wasserkocher erhitzt, die Messerscheide etwa 1 Minute im heißen Wasser stehen lassen und dann im Schraubstock mich an die Passform angenähert. Nachdem der Kunststoff dann abgekühlt ist, war das eine ganz, ganz deutliche Verbesserung. Und ja, wie lange das jetzt letztlich so gut hält, weiß man nicht. Aber der Vorgang ist reproduzierbar. Felix hat allerdings darauf hingewiesen, dass es hier zu einem Garantieverlust seitens Victorinox kommen könnte. Kurz zum Dengler-System. Hier ist von Victorinox ja angedacht, dass man diesen O-Ring hier drüber zieht. Dann hält das Messer sicher in der Messerscheide. Ja, ich habe hier letztendlich was gemacht, was viele andere Hersteller auch anbieten. Das ist einfach ein Druckknopf und der hält hier auch zuverlässig. Gefällt mir ehrlich gesagt besser. Das ist ein ganz normales Nylonband, in diesem Fall von einem ausgedienten Rucksack. Ja, jetzt könnte man vielleicht denken, das passt dann ja nicht mehr durch die Schlaufenöffnung und Moment, ja, stimmt auch. Hier habe ich allerdings ein Glättsystem angebracht, das heißt, ich kann die Schlaufe weiterhin hier problemlos durchziehen. Und das Schöne auch an dieser Lösung ist, dass das Messer weiterhin rechts- und linkshändertauglich ist. Also man kann es weiterhin rechts und links tragen, wie vorher auch. Man kann diesen Druckknopf einfach drehen, das ist kein Problem. Also das geht auf jeden Fall auch. Das System funktioniert übrigens auch ganz normal mit dem Tragesystem. Moment, ich muss erstmal hier runterkriegen. Dann hier raus. Und zwar legt man das hier so rein. Schaut, dass es hier richtig drin liegt. Also die Messerscheide darf nicht durch die Schlaufe kommen. Dann schaut man, dass hier ein bisschen Spannung drauf ist. Und dann geht das hier genauso. Jetzt kann ich das Venture hier reinstecken und Schlaufe durch. Ja, das war's. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das muss auf die andere Seite. So. Genau. So funktioniert das hier auch mit dem Tragesystem. Also auch so ist das Messer sicher vor Verlust geschützt. Ja, passt. Ist eine schöne Sache. Jetzt kurz noch eine allgemeine Empfehlung für das Victorinox Venture. Ich denke, wie ich das auch schon beim ersten Video erwähnte, dass ein Multitool oder ein Schweizer Messer die perfekte Ergänzung zum Venture ist. Das ist dann wie eine Symbiose. Man ist einfach enorm vielseitig aufgestellt, deckt viele Tätigkeiten ab und überall, wo das Venture dann nicht mehr klarkommen würde, hätte man ein Multitool. Beispielsweise, wenn man hier diese Sechskantaufnahme braucht und es wird ein bisschen enger, dann könnte man auch ein simples Leatherman PST nehmen mit dem Tooladapter und das würde dann auch funktionieren. Ja, oder vielleicht so eine Zange wie beim Leatherman Crunch, dass man etwas festhalten kann. Das ist vielleicht auch mal ganz praktisch. Das Swiss Tool ist auch ein tolles Tool. Ich habe leider diese Victorinox Ratsche nicht. Ich habe mich so ein bisschen mehr auf Leatherman festgelegt. Aber ja, man kann auch so ganz günstige Ratschen nehmen. Das ist so eine Discounter-Ratsche. Also wirklich nichts Besonderes. 3-4 Euro, aber die taugt auch. Das ist okay. Und ja, man kann jetzt auch sagen, man bräuchte die Pro-Kollektion vielleicht gar nicht unbedingt. Wer weniger Geld ausgeben möchte, der kann auch mit der Basisvariante gut leben. Man hätte dann die Messerscheide, das Messer und das Dengler-System für rund 70 Euro. Und dann kann man sich einfach noch eine Pouch zusammenstellen. Vielleicht einfach optional noch solche Flachbohrer dazu kaufen. Die kosten je nach Angebot 15 bis 20 Euro. Aber wirklich darauf achten, dass es diese Self-Cut-Teile sind, weil die einfach viel besser funktionieren. Ja, und wie gesagt, eine Pouch zusammenstellen mit dem Nötigsten. Also hier wäre auch ein Multitool drin. Oder hier einfach ein Huntsman, Victorinox Huntsman, Taschenlampe, Schärfsystem. Ja, ein bisschen Schnur, eine Zange und hier auch nochmal so eine günstige Ratsche. Oder hier wäre dann das Handyman drin, ein Florinox Kiana
Taschenlampe, Schnur. Hier auch eine Zange, günstiges Ratschensystem, Schärfsystem. Also ich denke, da kann man sich wirklich austoben und ja, das Pro-Kit bräuchte man, wie gesagt, nicht unbedingt. Ja, man hat extrem viele sinnvolle Möglichkeiten, das Victorinox Venture, egal in welcher Ausführung, zu ergänzen. Das hat man hier gesehen. Und jetzt kommen noch ein paar Tipps. Wie erwähnt, noch ein paar Tipps zur Ergänzung. Eine Säge wäre vielleicht nicht schlecht oder eine Japansäge oder einfach so ein Spaltkeil, der kann einem auch viel weiterhelfen. Oder eben eine Axt. Das Victorinox Venture kann zwar sehr wohl ein Bushcraft-Messer sein, aber es ist eben keine One-Tool-Option. Und ein paar Dinge sollte man einfach beachten. Also mit so einer Spitze hebeln, das ist vielleicht nicht so ideal. Und batonieren mit so einer feinen Schneide, ja, das kann dann auch blöd ausgehen. Wenn man an diesem Messer lange Freude haben möchte, sollte man es nicht zu Tätigkeiten hernehmen, für die es offensichtlich nicht gemacht wurde. Ansonsten ist das Victorinox Venture wirklich ein sehr interessantes Messer und das hat eben andere Spezialgebiete. Das war es im Wesentlichen. Vielleicht war die ein oder andere Idee hilfreich oder man kann irgendwie darauf aufbauen. Wie gesagt, ist alles so oder so ähnlich schon mal da gewesen. Vielleicht nicht in dieser Kombination, aber es gab schon relativ früh Ansätze, Messer möglichst vielseitig zu gestalten. Das ist hier so ein ganz günstiges Survival-Messer in Anführungszeichen. Ja, da gibt es wirklich schöne kreative Ansätze. Man hat hier eine Zentimeter-Skala, dann hat man hier einen Morsecode, hier so eine Winkeleinteilung, dann einen Kompass, der ab und zu sogar funktioniert, ein Tresor, wenn man das so nennen möchte, also ein kleines Fach, dann eine Pfeife, also auch nicht so schlecht. Hier konnte man seine Adresse eintragen, also schon auch irgendwie witzig, hat sich mehr so an Jugendliche gerichtet. Und das Messer selbst ist nichts Besonderes, hat hier einen Kapselheber, Hohlschliff. Ja, es ist wirklich nichts Besonderes. Was mir aber gut gefallen hat damals, das war das hier. Man hat hier so ein kleines Kästchen, da ist allerhand Zeug drin, so eine kleine Säge, ein Angelset, ja, alles mögliche. Also Rasierklingen, nee, jetzt ist so eine OP-Klinge, glaube ich, und eine wirklich taugliche Lupe. Also da kann man nichts sagen. Ist schön gemacht und eigentlich ein ganz witziges Messer. Oder hier das Mora Bushcraft mit dem integrierten Schleifsystem und dem Feuerstahl. Ist auch eine schöne Sache. Dann hier das Dengler-System vom Pultaforce OK4 ist auch sehr ähnlich. Oder hier das Tragesystem, beziehungsweise ja hier dieses Molle-System vom Mora Kanspol. Das ist alles wirklich sehr ähnlich. Witzigerweise, möchte ich mal kurz so nebenbei gesagt haben, passt die Messerscheide vom OK4 wirklich gut. Also hier wackelt tatsächlich nichts. Das ist schon einigermaßen seltsam. Hält auch ganz gut. Und die vom Mora Kanspol passt auch relativ gut. Also auch das könnte man machen. Aber ehrlich gesagt bin ich mit dieser Messerscheide sehr zufrieden. Es gab einfach diesen Aufruhr, weil die so ein bisschen klappert. Aber gut. Ansonsten auch diese Sechskantaufnahme war schon mal da. Da gibt es zum Beispiel ein Messer von Buck, das kenne ich gar nicht näher, aber das ist mir so zufällig vor dem Bildschirm gerannt. Und hier ein Messer von Adrian Bayer, das MMB Monostahl. Das hat hier eine Bitaufnahme und da einige Bitaufnahmen. Also das ist jetzt nichts Neues. Es gibt auch einige chinesische Hersteller, die das gemacht haben. Und was mir hier aber wirklich gut gefällt, ist, dass das Konzept von Victorinox und Felix Imler sehr, sehr überzeugend rübergebracht wurde. Also dafür meinen größten Respekt und das Venture ist einfach ein tolles Messer, das zu Kreativität und Ideen einlädt. Ja, das war es jetzt dann wirklich. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.